Titel der Ausstellung, All Building as Making, ist im Grunde ein Hinweis, wenn man so will. Thea arbeitet schon auch stark mit Sprache, aber oft so im poetischen Bereich oder wo bestimmte Worte vielleicht lautmalerisch rüberkommen oder einen Bezug auch nehmen, auch auf einen bestimmten Poeten, aber auch, dass die Wörter vielleicht nicht so eindeutig sind. Also es ist immer so ein Wechselspiel, wenn man so möchte. Und diese Ausstellung All Building as Making hat viele Konnotationen, die Thea Dördyadze sicherlich nicht festlegen würde. Für mich allerdings ist es sehr bezeichnend, dass es eben hier gerade im Gropiusbau stattfindet, weil der Gropiusbau so ein wahnsinniges Gebäude ist. Also das ist wirklich so eines der Dinge, die man am Gropiusbau irgendwie so bemerkt. Natürlich ist in allererster Linie ist es einfach dieses unglaublich große Gebäude. Und das steckt natürlich auch in diesem Titel drin, All Building as Making. Building kann ja sowohl Gebäude heißen, als auch das aktive Bauen. Und dann im Bezug zum Gebäude finde ich diesen Titel sehr interessant und gerade auch auf die Geschichte des Hauses. Der Eingang der Ausstellung gibt keine Richtung vor, in welche Richtung man gehen sollte. Es gibt keine Vorgaben, wie wir es sonst so aus Museen oder musealen Kontexten kennen. Das ist auch eine grundsätzliche Sache bei Thea Dördyadze, nämlich dass man als Betrachter, Betrachterin wirklich frei ist in seinen Assoziationen, in seinen Interpretationen und durchaus in seinen Erfahrungen, dass die Sehgewohnheiten, die man so mit sich bringt, die uns anerzogen wurden über die Jahrhunderte quasi gebrochen werden und man da sich dann vielleicht auch auf einem Terrain befindet, wo man denkt, oh, ich weiß nicht so richtig, was ich hier machen soll, aber man ist sozusagen wieder zurück auf sich selber geworfen, um seinen eigenen Instinkten wieder zu vertrauen und da gibt es auch noch mal zwei schöne Arbeiten, die wie große Spiegel anmuten. Man findet sich selber darin und dieses sich auf sich zurückgeworfen werden, findet eigentlich auch da noch mal so einen ganz reellen Rahmen statt. Also wenn man in die Räume reingeht und dann tatsächlich rechts rumgehen würde, wird man einen Pfad finden, der auch allein durch die Räume schon sehr choreografiert ist. Es sind die Durchgänge nicht sozusagen 1:1 hintereinander, sondern man wird gelenkt. So wie Thea Dördyadze auch unseren Blick lenkt mit verschiedenen Eingriffen, mit Skulpturen, die ganz hoch oben hängen oder eben ganz am Boden sind. Man landet dann in einem sehr, sehr großen Saal und da tut sich plötzlich eine andere Materialität auf. Man findet da Holzarbeiten, insbesondere eine Arbeit, die damals 2015 in einer Ausstellung von ihr zu sehen war in der South London Gallery. Da hatte sie durch Zufall eigentlich, weil die gerade im Umbau waren, eine Holztreppe sich geschnappt, die hätte entsorgt werden sollen und die dann umfunktioniert. Und es werden dann fast sowieso Buchstaben bei ihr, die hoch an der Wand hängen. Und dieses warme Holz nach diesem vielen Aluminium und Stahl bringt wieder so eine andere Sensibilität in den Raum hinein. Also was ich interessant finde bei Thea Dördyadze ist, dass sie eben als Malerin begonnen hat und erst später zur Bildhauerin wurde. Und dieser malerische Hintergrund taucht immer wieder auf. Verstärkt natürlich dann in solchen Arbeiten, wie man im letzten Saal sieht, wo es dann der Träger ist Gips und darauf sieht man auch wirklich die malerische Hand oder beziehungsweise auch die Hand des Künstlers, der Künstlerin, wie quasi in diese Materie reingearbeitet wird. Aber es ist dann eben nicht über Pigmente, sondern es ist quasi ein physisches, haptisches Material wie Gips, das Spuren aufzeigt und dann sehr wie so Wolken, verschiedenartige Farben dann so auftauchen. Und das ist wie so ein schöner Punkt, wo man dann auch wieder zurückkehren kann und dann diese ganzen Räume, die man gerade durchlaufen hat, nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu erfahren und nochmal anders zu sehen. Und dann kommt man wieder an diesen zentralen Punkt, nämlich dieser Eingangsraum. Dann kann man weitergehen und im nächsten Saal findet man dann große Skulpturen, die wie Vitrinen anmuten, aber im Grunde so ein Raster haben und wie so eine Art Gitter, sehr modernistisch anmutend, wenn man so möchte. Und da habe ich so einen Moment, der mir immer sehr gut gefällt, wenn ich dann von dort aus dann wieder zurück auf den Eingang der Ausstellung schaue, weil dort gibt es ein sehr ornates Gitter, das die Fenster quasi bedeckt. Und da ist so dieser Kontrast zwischen
der Architektur des Hauses, was da fast schon barock anmutet, und dann diesen sehr cleanen, sauberen, minimalistischen Vitrinen von Thea Dorjadze. Dieser Kontrast gefällt mir da wahnsinnig gut. Und dann kommt man in diesen Saal herein und hier sieht man, dass die Arbeiten sehr niedrig gehängt sind. Also ist das gleich so ein Brechen mit den Sehgewohnheiten, die uns über Jahre, Jahrhunderte hinweg angelernt wurden von Museen oder Kunstinstitutionen, nämlich dass es da bestimmte Hängehöhen gibt und dass man sozusagen von einem Werk zum anderen geht und diese ganzen Konventionen durchbricht sie. Und das merkt man gleich, sobald man in diesen Raum reinkommt, weil alles sehr niedrig gehängt ist und man quasi fast schon runterblickt auf die Werke und ein viel intimeres Gefüge da irgendwie auch hat, ein räumliches Gefüge. Und dann kommt man in den letzten Saal hinein und der ist sehr anders. Der ist eben nicht mehr minimalistisch, der ist nicht zurückgenommen, sondern es sind sehr, sehr viele Objekte, Kunstwerke, die wie in so einer Art Lager angesammelt sind, aber durchkomponiert sind. Man merkt, da ist einfach eine Sensibilität bei ihr, dass so manche Materialien mit anderen gekoppelt werden, sie gegenübergestellt werden. Da ist hart gegen weich, da ist irgendwie hell gegen dunkel. Also diese Komposition, wie sie sozusagen vielleicht auf einem Gemälde machen würde, findet da einfach direkt im Raum statt, mit verschiedenen Sensibilitäten vom Material her. Und das Schöne ist, dass das dann sozusagen angeschaut wird sozusagen von zwei Gemälden, die sie ganz früh in den 90er Jahren, 93 glaube ich, angefertigt hat, als sie wirklich da als Künstlerin irgendwo auch durchgestartet ist. Dadurch, dass der Raum so stark als Kunstwerk irgendwie auch definierbar ist bei Thea Dorjadze, ist auch jedes Element, das wir hier reinbringen würden, was institutionell wäre, also ein Wandtext oder Labels, sofort würde es irgendwie Teil des Kunstwerkes werden, wäre irgendwo auch störend, das wäre eben dann nicht mehr in ihrem Sinne, sage ich mal. Und das ist grundsätzlich eine Sache bei ihr, dass eben Ausstellungen das weglassen oder irgendwo anders hin verfrachten sozusagen, damit man wirklich den Raum als Kunstwerk mitbegreifen kann. Es ist vielleicht so ein bisschen wie ein Maler, Malerin eine Leinwand grundieren würde oder vorbereiten würde, um dann sozusagen ranzugehen und Elemente drauf zu malen oder einzubringen oder so Kompositionen zu erstellen. Und es ist durchaus so, dass es nicht vorher feststeht, also wo jetzt sozusagen was konkret hinkommt im Raum, sondern das ist etwas, was sie wirklich im Raum, manchmal dann auch wirklich im Prozess des Aufbauens erst feststellt. Also es wird dann auch mal was umgehängt, es wird etwas hingehängt, wird man feststellt, nee, wenn ich jetzt diese andere Arbeit in der Nähe habe, dann muss ich das nochmal neu hängen. Und dieses kontinuierliche Überprüfens, Nachsehens, funktioniert das aus diesem Blickwinkel, wie sieht es aus dem anderen Blickwinkel aus? Das sind so Dinge, die kann man vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehen oder nachspüren, indem man sich die Zeit nimmt und durch die Räume bewusst geht und schaut, und wie sieht jetzt der Raum anders aus, wenn ich aus der anderen Richtung komme. Thea Dorjadze hat immer einen sehr schönen Satz gesagt, nämlich, dass sie denkt, dass sie nicht mit Formen arbeitet, sondern mit Bewegungen. Und das ist für mich sehr bezeichnend, beziehungsweise ich kann es auch sehr nachvollziehen, so wie ich ihren Arbeiten begegne. Nämlich, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss mich in Relation setzen, schauen, wie sich etwas von einer anderen Seite irgendwie auch anfühlt. Und diese Formen sind bei ihr schon auch sehr prägnant natürlich. Aber es ist irgendwie so eine Art Fluidität oder Fragilität, so ein Prozess, den man irgendwie da drin auch spüren kann, also für mich jedenfalls, wo ich dann wirklich da so irgendwo fast schon eine physische Erfahrung habe. Und das ist eben auch etwas, glaube ich, gerade bei ihren Ausstellungen, was da sehr in den Vordergrund kommt. Also dass man eben durch die Räume geht, sich immer wieder zu diesen Objekten, aber eben auch zum Raum quasi physisch verhält und das aber auch als Ganzes irgendwie begreift.